Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 11. Confide. Seine Sicht. Während sich die Kleine mit den anderen bekannt macht und anfreundet, ist Law im Trainingsraum und macht seinen Gefühlen und Gedanken Luft. Er ist wütend auf die Leute, die einem kleinen Mädchen solche Qualen bereitet haben, neugierig nach der Vergangenheit des Mädchens und planlos, was er jetzt mit ihr anfangen soll. Soll er sie in die Crew aufnehmen und sie trainieren, sie gesund pflegen und auf einer Insel absetzen oder ihr helfen, ihre Familie zu finden? Erneut schlägt er erbarmungslos auf den Boxsack vor sich ein. Was hat sie durchgemacht? Wer hat sie das Ding ins Bein getan? Das Teil war mit 4 Schrauben an ihrem Knochen befestigt und hat sich alle 2 Stunden 10 Minuten lang in ihren Knochen gebohrt. Wie lange hat sie damit schon gelebt? Und überhaupt, seit wann ist sie schon eine Gefangene? Anhand ihrer Verletzungen an den Gelenken auf jeden Fall viele Monate. Dafür spricht auch, dass sie so wenig essen kann. Ihr Magen wurde kleiner und nun passt einfach nicht mehr rein. Ich werde alles herausfinden, aber wie nähere ich mich ihr am besten? Mein Auftreten macht ihr eindeutig Angst, aber ich müsste dann auch vor den anderen meine Maske fallen lassen. Pattsituation. Entweder bleibe ich weiterhin kalt und gefühllos und gehe damit das Risiko ein, dass sie gar nicht erst mit mir spricht, oder ich lasse meine Maske vor allen fallen und zeige meine Verletzlichkeit. Mist. Ohne es bemerkt zu haben, hat Law den ganzen Boxsack in seine Einzelteile zerlegt. Oh, ist das Einzige, was herauskommt, als er es bemerkt. Verschwitzt zieht er sich seinen Pullover aus und geht, sich mit einem Handtuch den Schweiß abwischend, in seine Kajüte zurück. Dort duscht er schnell und zieht sich um, bevor er ebenfalls zum Mittag geht. Im Essbereich angekommen, erlaubt er seinen Lakama nun einzutreten, holt sich schnell etwas zu essen und setzt sich schweigend an seinen Platz. Dort angekommen, bemerkt er seine Crew, welche ihn keines Blickes würdigt und stattdessen dem Mädchen zusieht. Die meisten sehen sie verträumt an, doch auch skeptische, besorgte und abschätzige Blicke sind zu finden. Er schüttelt darüber nur den Kopf. Die rotbraunhaarige hat gerade einen Teller vorgesetzt bekommen und sieht mit Funkeln in den Augen zu Sashi. Sowas kannst du zaubern? Kommt es begeistert von ihr und sie sieht zurück zu ihrem vollgeladenen Teller. Sashi kratzt sich nur verlegen an der Wange. Wie wäre ein kleines Wettessen? Kommt es schiefgrinsend von Pinguin. Plötzlich ist das Funkeln in ihren Augen wie ausgelöscht und sie sieht ernst zu Pinguin. Challenge accepted, entgegnet sie ruhig und mit einer Kälte in der Stimme, die die Crew bis auf Law schlucken lässt. Sie war schon mal so, erinnert sich der Kapitän belustigt an ihre Sprüche. Pinguin und die Kleine warten, bis die Crew aufgegessen hat, wollen sie ihre Ruhe. Wieder sitzt nur noch der Tisch des Arztes im Raum. Und los! Jubelt Sashi und lässt seinen Arm wie beim Rennen runterfahren. Zeitgleich schaufeln sich die beiden das Essen in den Rachen. Sie kann bis zur Hälfte gut mithalten, doch dann lehnt sie sich geschlagen nach vorne über den Teller. Pinguin hält inne und sieht sie Frank mit vollen Wangen an. Mit einer Schmolllippe hebt sie ihren Blick wieder und sieht ihn mit einem betrübten Blick an. Ich bekomme nicht mehr dein, sagt sie ergeben und lässt den Kopf erneut hängen. Die Anwesenden lachen laut auf und Sashi streicht ihr Grinsen über den Rücken. Sie kann nicht mehr essen, kommt es ruhig von Law, weswegen alle merklich hochstecken. Wie, meinst du das? Erkundigt sich Beppo sofort. Wenn man über längeren Zeitraum wenig isst, verkleinert sich der Magen. Er ist auch nur ein Muskel, erklärt Law ihm schlicht. Kurz denkt die Crew über seine Worte nach, bis sie wissend nicken. Die heitere Stimmung am Tisch scheint irgendwie verflogen zu sein, da jedem das grausige Schicksal des Mädchens in Erinnerung gerufen wird. Ohne es wirklich zu wollen, hat sich die Kleine Beppos Pfote geschnappt und sie mit beiden Armen fest umklammert. Pinguin bemerkt es als erstes. »Du guckst immer noch zu grimmig«, tadelt er Law wiederholt und deutet auf den Zwerg. Beim Angesprochenen taucht wie auf Kommando eine Wutader auf der Stirn auf und er sieht ihn tödlich an. »Ich muss es langsam angehen lassen.« Der Arzt wendet sich dem Mädchen zu. »Wenn wir dir vertrauen sollen, musst du auch uns vertrauen. Erzähl uns etwas über dich. Wie alt bist du? Was sind deine Hobbys?« beginnt der Schwarzhaarige mit gewohnter Kälte. Die ganze Aufmerksamkeit liegt nun auf der Kleinen. Sie scheint zu überlegen, ob sie antwortet. Jetzt, wo sie den Tätowierten bemerkt hat, scheint sie sich nicht mehr zu trauen, frei zu sprechen. Wie am Anfang winkt sie Beppo zu sich runter und nuschelt ihm etwas ins Ohr. Sashi und Pinguin scheinen etwas angepisst über den Rückschlag zu sein und funkeln ihren Captain kurz böse an, bevor sie sich wieder zu den Neuen wenden. Beppo räuspert sich. Sie hatte keine Freizeit zugesprochen bekommen und vor ihrer Gefangennahme hat sie hauptsächlich Blödsinn verzapft und Klavier gespielt. Verwundert blicken Sashi und Pinguin das Mädchen vor sich an. »Blödsinn?« fragen sie darum wie aus einem Mund nach. Wieder winkt sie den Bären runter und wieder grummeln die anderen beiden Trafalgar an. »Ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass sie so war. Dann muss sie wirklich viel durchgemacht haben.«
Soweit sie sich erinnern kann, hat sie eine große Klappe gehabt, sich nichts gefallen lassen, war ständig in irgendwelche Kämpfe verwickelt und hat ihren Vater zur Weißglut gebracht. Wiederholt Beppo das eben Gehörte mit einem ungläubigen Lachen. Kann ich mir gar nicht vorstellen, merkt Sashi nachdenklich an, während er versucht, sich das eben Gehörte bildlich vorzustellen. War bestimmt hot, sabbert Pinguin, worauf er sich von Law, der bis jetzt nur aufmerksam zugehört hat, eine einfängt. Schmollend hält er sich den Kopf. Und wie alt bist du? Wiederholt Law gelangweilt. In ihren Augen blitzt kurz etwas Undefinierbares auf und sie grinst breit. Ich glaube, sie will, dass wir raten, schlussfolgert Beppo. Sie nickt mit vorfreudigem Grinsen und aufgeregten Funkeln in den Augen. Kurz versinken alle ins Grübeln. Sie ist noch ziemlich klein, zudem benimmt sie sich auch sehr kindisch und unreif. Ich denke, sie ist zwischen 15 und 17. Rätselt Law für sich selbst und ist ein wenig gespannt darauf, wie alt das Trio sie schätzt. Durch seinen ihr viel zu großen Pulli erkennt man kaum ihre Oberweite und ihre Rundungen, weswegen man sie fast für ein Kind halten könnte. Da Law sich ihren Körper nie näher angesehen hat, da er unterbewusst noch immer an seiner Schwester festhält, weiß auch er nichts von ihren Proportionen. Ich denke, sie ist 14 oder 15, sagt Sashi, mehr zu sich selbst als zu ihr und denkt dabei, dass sie wie eine kleine Schwester auf ihn wirkt. Nein, sie ist wahrscheinlich 18, höchstens 19, meint Pinguin, darauf bedacht, nicht von einer Minderjährigen zu schwärmen. Auch Beppo zerbricht sich den Kopf, ist er bei der OP und den Untersuchungen meist dabei. Er hat die Rundungen durch ihren eng anliegenden Verband gesehen. Ich denke auch, sie ist 18, nuschelt er in Gedanken versunken. Alle Blicke ruhen nun erwartungsvoll auf dem Arzt, welcher noch nichts zu der Diskussion beigetragen hat. Er nimmt seinen Mittelwert. 16, ist seine schlichte Antwort. Nun sehen endlich alle zu der Kleinen, welche sie mit einer Mischung aus Schock, Fassungslosigkeit und Gekränktheit anblickt. Entschuldigung, kommt es prompt von Beppo. Sie kann es nicht fassen, so eingeschätzt zu werden und zieht nun beleidigt die Unterlippe vor und wendet sich ab. Es tut uns leid, falls wir dich irgendwie beleidigt oder verletzt haben. Du wolltest doch, dass wir raten. Wie alt bist du denn, Kleines? Erklärt ihr Sashi entschuldigend.